Parkplatzsuche in der Innenstadt ist häufig nervig, zeitraubend und manchmal sogar gefährlich. Hochgenaue Datenkarten können Bürgerinnen und Bürgern freie Parkplätze oder andere dynamische Informationen wie Baustellen anzeigen. Die Herausforderung dabei: Wie kann die aktuelle Straßensituation so korrekt und schnell wie möglich in der Datenkarte abgebildet werden? Die maschinelle Wahrnehmung der Umgebung mit Hilfe von künstlicher Intelligenz spielt hierbei eine zentrale Rolle. Aber wer soll diese Mobilitätsdaten produzieren und aufbereiten? Nur die großen, häufig amerikanischen Unternehmen oder die Städte selbst? Im Projekt Safari entwickelt Fraunhofer Focus mit 7 weiteren Partnern unter der Leitung der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz Zusatzdienste für das Verkehrsmanagement und auch für das Geoinformationssystem FISBroker. Unser Ziel im Projekt Safari ist eine sich selbst aktualisierende, hochgenaue Datenkarte von Berlin. Für die Datenerfassung nutzen wir einerseits Sensoren, die in die Fahrzeuge eingebaut sind, aber auch Smartphones, die wir zum Beispiel in Busse packen, um die Straßensituation regelmäßig zu erfassen. Die Daten werden dann in die Karte eingespeist. Wie genau das funktioniert, zeigen wir mit einer Fahrt durch Berlin-Reinickendorf. Diese vernetzten und automatisierten Fahrzeuge nutzen Videokameras und Laserscanner, um ihre Umgebung zu erfassen. Sie fahren in der Stadt umher und erkennen eigenständig Parkplatzflächen. Sie können errechnen, wie viele Parkplätze frei sind. Die Information über freie Parkplätze wird dann in nahezu Echtzeit über 5G an den Kartenserver der Senatsverwaltung geschickt, die die digitale Datenkarte von Berlin verwaltet. Neben freien Parkplätzen melden die Fahrzeuge zum Beispiel auch Baustellen, defekte Schilder und bauliche Veränderungen. Bürgerinnen und Bürger, die die Berlin-Karte zur Navigation mit ihrem Smartphone nutzen, können einen Parkplatzwunsch angeben und bekommen freie Parkplätze am Ziel angezeigt. Sie können einen auswählen und werden dann zu ihm hin navigiert. Ist das Auto eingeparkt, wird an den Kartenserver zurückgemeldet, dass der Parkplatz besetzt ist. Für vernetztes automatisiertes Fahren benötigen wir hochgenaue, sich selbst aktualisierende Datenkarten. Ein wichtiger Beitrag zur Generierung dieser Karten sind offene Mobilitätsdaten. Diese kostengünstig und effizient zu erfassen, erforschen wir im Safari-Projekt. Und falls schon alle Parkplätze besetzt sein sollten, weiß die Berlinerin und der Berliner mit der Safari-Technologie in Zukunft schon zu Beginn der Fahrt, wann es doch besser ist, gleich auf das Fahrrad umzusteigen.